Heute baue ich in die Heckgarage eines Clever Celebration einen Schwerlastauszug. Der erste Versuch, das über L-Profile zu realisieren, hat sich nicht bewährt, denn alle Euroboxen mussten rausgenommen werden, um an die hinteren zu gelangen. Bei der Gelegenheit korrigiere ich meinen ersten Fehler und drehe die Siebdruckplatte mit der glatten Oberfläche nach oben. Das erleichtert erheblich die Reinigung. Ich habe jetzt hier die mit 100 Kilo Tragkraft. Und ja, ich hoffe, dass das ausreicht. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich das so hinbekomme, dass ich, wenn ich die Schublade rausziehe, nur eine Tür öffnen muss. Das haut leider nicht hin, weil die Kisten, wenn sie übereinander stehen, dann an dieses Teil hier anstoßen. Zuerst schauen wir mal, wie alles so zusammenpassen könnte. So, die Position ist jetzt gefunden. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, das Ganze an die Wand zu machen. Um die Schwerlastschienen auf der Siebdruckplatte zu befestigen, habe ich mir Schlagmuttern besorgt. Die gibt es im Baumarkt für kleines Geld. Zuerst bohren wir ein Loch durch die Siebdruckplatte. Darauf achten, dass der Bohrer den richtigen Durchmesser hat. Und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt werden die Schlagmuttern mit einer Schraube in das Holz gezogen und nicht, wie es der Name eigentlich sagt, eingeschlagen. Das wäre hier auch etwas schwierig. Ich ziehe die Schraube so an, dass die Mutter vollständig in das Holz eingedrungen ist und plan aufliegt. Nun kann ich die Schienen mit einer Schraube auf der Siebdruckplatte befestigen. Die erste Schraube ist drin. Jetzt gilt es, die anderen 7 noch reinzuschrauben und vor allen Dingen dann auch den richtigen Abstand zu messen. Den Abstand habe ich vorher mit den Euroboxen abgemessen. Ich habe sie so eng wie möglich montiert, um die Stabilität der Schienen zu erreichen. Wären die Abstände zu groß, könnte es sein, dass sich die Schienen beim Ausziehen verkanten. Da ich die Boxen aufgrund der geringen Höhe so platzsparend wie möglich einbauen muss, verzichte ich auf eine Bodenplatte und setze die Boxen nur auf die L-Schienen. Die Schienen sind montiert und jetzt kann man sie schon mal rausziehen. Zuerst müssen die L-Profile auf die richtige Länge gebracht werden. Mit einem Messer entgrate ich die Schnittkanten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Das geht natürlich auch mit einer Feile. Nochmal kurz überprüfen, ob die Längen wirklich stimmen. Und hier ein kleiner Tipp zum Befestigen der Schienen an dem Auszug. Um die Installation etwas einfacher zu machen, kann man die ganze Schiene komplett rausnehmen, was das Anzeichen deutlich erleichtert. Nachdem alle Bohrungen angezeichnet sind, körne ich mit einem Hammer und Nagel die angezeichneten Stellen an, damit mir beim Bohren der Bohrer nicht wegrutscht. Normalerweise würde der versierte Handwerker einen Ankörner nehmen, habe ich aber gerade nicht zur Hand, also muss es so gehen. Mit einem Kegelsenker vertiefe ich die Bohrungen, damit später keine Schraubenköpfe überstehen und das Einsetzen der Euroboxen nicht erschwert wird. Das ganze Prozedere muss ich natürlich für beide Seiten machen. Die Schraube ist jetzt noch nicht ganz fest, damit man das später noch ein bisschen mehr justieren kann. Und wenn dann alle Schrauben angezogen sind, kann ich die Schiene wieder einsetzen. Ein Test wird zeigen, ob sich nichts verkantet. Es ist fest, es wackelt nichts. Jetzt schauen wir mal, ob die Kiste reinpasst. Der Abstand stimmt schon mal, also gut gemessen. Jetzt werden wir mal übermütig und stellen alle Boxen rein. Doch nun ja, eine Kleinigkeit fehlt noch. Genau, eine Verbindung zwischen den Schienen, damit sie auch zusammenhalten und die Boxen nicht rausfallen. Dafür nehme ich einen Rest von der L-Schiene und baue sie quer ein.
Ich befestige sie mit Blindnieten. Damit kann man zwei Werkstoffe miteinander verbinden. Dazu braucht man diese spezielle Zange. Und ich werde jetzt mal ausprobieren, ob das geht und wie das geht. Die Blindniete wird durch die beiden Löcher gesteckt und man braucht schon Kraft, um sie zu vernieten. Aber es hält und jetzt sollten auch die Euroboxen nicht mehr rausfallen. Und jetzt machen wir noch mal den finalen Test, ob das jetzt wirklich problemlos reinzuschieben ist. Und wie nicht anders zu erwarten, funktioniert alles einwandfrei. Jetzt kann der Urlaub kommen und man kommt immer und überall an seine Sachen gut dran.